Ich meine inzwischen beobachten zu können, dass meine Zellulite weniger geworden ist. Man merkt immer noch, dass das Bindegewebe nicht so absolut hundertprozentig straff ist, sondern dass da immer noch gewisse Schwächen da sind. Aber so diese typische Orangenhaut, die man so kennt, die hat sich tatsächlich so langsam zurückgebildet. Auch wenn man von einem unvorteilhaften Winkel beleuchtet wird und darauf schaut, sieht man tatsächlich, dass die Haut glatter geworden ist. Vor allem so am Hüftbereich, Hintern und ebenso Oberschenkel. Finde ich wahnsinnig krass. Und das Zweite ist noch, ich beobachte jetzt häufiger nachwachsende und auch bleibende leichte Haare so zwischen den Brüsten, also im Prinzip auf dem Brustbein. Da wachsen jetzt langsam mehr Haare und um die Brustwarzen herum, die Haare sind auch etwas mehr geworden und sie sind dunkler geworden und wenn ich sie rauszupfe, dann sind sie auch nach kürzerer Zeit wieder da. Also da scheint sich jetzt auch langsam die Haarlinie vom Bauchnabel nach oben auszubreiten. Ja, das war so ziemlich alles. Aber das sind so zwei starke Sachen. Die aktuellste Sache bei mir ist jetzt der Bartwuchs, der nun langsam endlich sichtbar zu sein scheint für andere. Zumindest habe ich jetzt schon häufiger die Meinung von Leuten gehört, die meinten, dass mein Gesicht enorm anders aussieht, so vom Gesamteindruck. Allein dadurch, dass hier am Kinn die Haare zu sehen sind. Nach wie vor, meine Haare sind besonders blond und obwohl die auch schon seit einigen Monaten im Prinzip fühlbar und spürbar sind, konnte man sie nie so richtig sehen. Aber jetzt scheinen sie wohl so dicht geworden zu sein, dass man sie langsam sieht. Wenn sie auch nicht besonders dunkel sind, sondern man sie eher so als flimmernden, reflektierenden, glitzernden Krautwusel am Kinn erkennt. Oder irgendwie so, wie wir in Fachkreisen zu sagen pflegen. Ja, und die Leute meinen, dass das den Gesichtsausdruck enorm verändert und auch das Gesicht so optisch stark in die Länge zieht und irgendwie, dass das Gesicht zumindest anders aussieht. Mitte Januar habe ich ja nun meinen Termin für meine Mastektomie feststehen und während dieser Termin immer näher rückt für mich, merke ich, dass ich jetzt schon so eine Prä-Mastektomie-artige Befreiung spüre. Obwohl die Dinger überhaupt noch nicht ab sind, die Titten, laufe ich jetzt schon ganz gern oben ohne durch meine Wohnung. Ich weiß, das ist jetzt eine Information, die ihr garantiert überhaupt nicht wissen wollt, aber ich sag's trotzdem. Und ich trage auch jetzt seit Neuestem kaum noch Sport-BHs, geschweige denn irgendwelche andere Binder. Andere Binder trage ich ja schon seit langer Zeit nicht mehr. Und ich finde das sehr befreiend. Es kommt mir natürlich zugute, dass ich nicht so eine riesengroße Ausgangslage habe und dass ich ein bisschen trainiert bin, sodass ich sogar beim Laufen die Brüste überhaupt nicht merke, weil die Muskeln sind so stark, dass sie das Gewebe festhalten. Nur beim Treppensteigen merke ich es halt schon und wenn ich mich irgendwie vorlehne oder sowas, das ist dann schon ein bisschen eklig. Aber ansonsten habe ich jetzt schon so, die Vorfreude ist jetzt schon so groß, dass ich es kaum erwarten kann. Und ja, und auf diese Weise feiere ich schon mal ein bisschen vor. Ergibt wahrscheinlich nicht so viel Sinn. So, ich wurde eben angezeichnet von Professor Schwarz. Meinen Zimmernachbarn haben sie gleich abgeholt. Ich bin leider derjenige, der heute als zweites operiert wird. Das heißt, ich kann noch bis mittags rumhängen, darf nichts essen und darf dann 2 Stunden vor der Operation auch nichts mehr trinken. Juhu. Aber nee, bis heute früh war ich eigentlich noch ziemlich tiefenentspannt, aber dann, als mich Blackie angezeichnet hatte, war ich auf einmal dann doch ziemlich aufgeregt. Ich glaube, jetzt fängt es langsam an, in meinem Hirn anzukommen. Oh Gott, es fängt wirklich an. Es ist tatsächlich kein Spaß, es ist keine Einbildung, es passiert wirklich. Und jetzt werde ich langsam hibbelig. Oh Gott. Meine rechte Drainage hat sehr viel Wundflüssigkeit und Blut gefördert. Oh, hier geht es nicht weiter. Na gut, gehen wir hier hoch. Hat sehr viel Wundflüssigkeit gefördert. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich sehr viel trinke und sehr viel herumlaufe, wie jetzt zum Beispiel. Weil ich sage mir immer, besser raus als rein. Und was jetzt rausgeht, das muss ich zu Hause nicht aus den Verbänden herausknietschen. Hallo Kohlmeise. Inzwischen bin ich eine Woche Post-OP. Es ist ja alles gut gegangen. Und die Narben verheilen auch soweit sehr gut. So sieht es momentan aus. Es sind halt überall noch Pflaster drauf, vor allem auf den Wundnähten von den Unterbrustschnitten müssen die Pflaster noch eine Weile drauf kleben bleiben und so wenig wie möglich gewechselt werden.
Hier waren die Drainageschläuche drin und da hat es gestern noch ein bisschen geblutet oder vielmehr vorgestern, aber das heilt jetzt schon. Und hier die Brustwarzen sind halt noch von Schorf bedeckt, die würde man jetzt also nur als schwarze Kreise sehen. Aber ansonsten bin ich so mit dem Ergebnis äußerst zufrieden. Sehr zufrieden. Bevor überhaupt gar nichts mehr kommt, eine Sache ist mir gestern aufgefallen. Da habe ich mich nämlich im Spiegel so von hinten angeschaut, um mal wieder zu gucken, wie mein Rücken und meine Haut so aussieht. Und dabei habe ich festgestellt, dass mein Nacken oder mein Hals grundsätzlich von hinten jetzt deutlich anders aussieht als früher. Deutlich breiter, mächtiger und maskuliner. Also irgendwie deutlich nicht mehr so wie der Gurkenhals, den ich früher hatte. Was ich sehr toll finde. Und das war auch schon alles, was ich erzählen kann. Mehr habe ich tatsächlich nicht beobachtet. So daran, dass ich mich so selten nur noch melde, merkt man eben, dass es wirklich nicht mehr viel zu erzählen gibt. Was ich jetzt in der letzten Zeit noch beobachtet habe, ist, dass sich die Haare tatsächlich ein bisschen mehr Richtung Oberkörper ausbreiten. Also unter der Brust habe ich so ein paar kleine Stellen, wo ein paar mehr Haare wachsen, aber die sind wirklich noch sehr dünn. Und zwischen der Brust ist auch sind so ein paar einzelne, die ein bisschen auffälliger sind. Und an der Schulter so meine 4, 5 oder wie viel das da sind, die wachsen auch regelmäßig nach und werden etwas dunkler. Also da wächst es jetzt auch und breitet sich mehr aus. An den Armen werden sie auch langsam dunkler, aber nicht so, dass es wirklich auffällig wäre. Und eine Sache, die ich aber schon vor längerer Zeit beobachtet habe, nur ich habe sie vor kurzem erst mit einem Kumpel abgequatscht, weil der hat das auch beobachtet. Wahrscheinlich ist das jetzt viel zu viel Information für euch, aber ich will es trotzdem gesagt haben, und zwar die äußeren Schamlippen verlieren an Volumen. Wahrscheinlich hat das was mit der Fettumverteilung zu tun, weil ja das Unterhautfettgewebe im gesamten Körper irgendwie weggeht und Richtung Bauch wandert und da eben auch. Nur da hat es eben noch den Effekt, dass das vorher eben so ein schöner, puffiger, glatter, praller Hügel war, wie so eine Hüpfburg, die aufgepustet ist und schön rund und, ja, weiß ich nicht, halt glatt ist. Und wenn er dann die Luft rauslässt, dann schrumpelt die so in sich zusammen. Ein Faltengebirge. Okay, sorry, das wollt ihr definitiv nicht wissen. Juhu, heute ist der 20. April, das heißt, ich habe heute mein 2-jähriges Testosteron-Jubiläum. Yay! Ja, und passend zu diesem Jahr schließe ich das Video ab. Ich habe auch bis zum Ende nicht mehr so viel Neues zu erzählen. Das letzte, was jemand festgestellt hat, das war nicht ich, sondern meine Familie. Die haben jetzt festgestellt, dass meine Arme und meine Hände und überhaupt meine gesamte Erscheinung überhaupt gar nicht mehr weiblich aussieht. Was auch an den Adern liegt, die wahrscheinlich jetzt deutlicher hervortreten und auch daran, dass die Arme insgesamt muskulöser herüberkommen. Das habe ich aber selbst ja auch schon mal gesagt. Aber jetzt merken es andere anscheinend auch. Ich habe höchstens gemerkt, dass meine Hosen jetzt schlussendlich doch mal ein bisschen zu weit werden. Also die Fettumverteilung scheint nach wie vor aktiv zu sein. Das heißt, Fett geht aus meinem Hüft- und Po-Bereich wohl raus und irgendwo anders hin. Ich schätze mal zu meinem Bauch. Und ja, da werde ich jetzt wohl mal irgendwann ein paar Hosen nachkaufen müssen. Und mehr habe ich gar nicht zu erzählen. Nö, mehr habe ich nicht zu erzählen. Der Bart ist jetzt nach wie vor weiterhin noch am Wachsen und breitet sich jetzt auch mehr Richtung Kinn oder vielmehr Richtung Koteletten aus. Da merke ich es aber nur so vereinzelt, dass da so ein paar einzelne Barthaare sind. Also ein paar einzelne Haare sind, die jetzt mehr als Barthaare ernst zu nehmen sind. Aber das ist sehr zaghaft und das dauert auch eine Weile. Nur hier vorne am Kinn ist das Ganze eben jetzt schon relativ dicht. Nur eben blond, deswegen sieht man es nach wie vor nicht besonders gut. Ja, und vor allem hier unterm Kinn. Und die Haare sind sogar schon ein Stückchen weiter runter bis zum Kehlkopf gewachsen. Das hat Bjarne mal festgestellt, als wir uns miteinander unterhalten haben und die Sonne so von der Seite geschienen hat. Da hat er gemerkt, dass hier total, aber sehr dünne Haare, aber dafür schon sehr lange Haare sind, weil ich die eben nie rasiert habe, weil ich nicht geahnt habe, dass hier Barthaare wachsen könnten oder die bis hier unten runter wachsen. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Also je mehr Zeit verstreicht, desto ja, weniger kann man noch erzählen, weil die eigentlichen wirklichen Veränderungen alle schon passiert sind oder einfach nur weitergehen. Ja, das ist relativ unspektakulär. Deswegen verabschiede ich mich mit unspektakulären Grüßen. Bis zum nächsten Mal.
Euer Kater Schnurz.